Bitte erst lesen, dann aufmachen. Liebe Rita, lieber Christoph, ich hoffe, ihr freut euch über das kleine Geschenk. Wie wahrscheinlich viele Menschen bin ich dank Corona wieder zu den Klemmbausteinen zurückgekommen. Als Kind war Lego mein absolutes Lieblingsspielzeug. Mit unserer, ich habe auch noch einen älteren Bruder, Lego-Kiste, war ich den ganzen Tag beschäftigt, das kennen wir, wenn ich nicht draußen in unserem großen Garten gespielt habe. Ihr seht, ich hatte eine glückliche Kindheit. Garten und Lego, was braucht ein kleiner Bub mehr? Definitiv. Er hatte auch kleine Lego-Eisenbahnen von der blauen Ära, zum Beispiel die 133, die 134, an die 147 konnte er sich auch noch erinnern. Das war ein Gefrierwaggon mit einem Gabelstapler. Wahnsinn. Leider vor unserer Zeit, aber sehr tolle Sets, glaube ich. Irgendwann kam er in die Dark Ages und dann durch Corona, eben durch den Lockdown, wieder zurück zu YouTube und über Umwege dann auch über oder auf unseren Kanal. Er hat einen Zug gesehen von Blue Bricks, den er dann auch nachbauen wollte, und das war dann auch sein erstes oder einer der ersten Sets, die er dann eben gebaut hat. Verstehen wir vollkommen, Züge kann man ja immer nehmen, das ist ein Traum. Und nie genug haben vor allen Dingen auch, ja. Genau. Und er verfolgt einige Kanäle, wobei, danke, auch wir darunter sind. Das freut uns natürlich sehr. Und er schreibt auch hier, und das finden wir auch eine coole Sache, dass er kein Bashing mag, egal in welche Richtung. Ich finde, das ist eine schöne Beschäftigung und ein schönes Hobby. Jeder soll Spaß an einem Hobby haben, völlig egal mit was oder mit was er baut. Und das finden wir vollkommen richtig. Dass wir Wild City bauen, genau, das gefällt ihm sehr. Und was mich sehr gefreut hat, er hat unser Video gesehen, in dem wir unsere Elternhäuser nachgebaut haben. Das ist ja schon so lange her, das waren ja eine der ersten Videos. Und er hat gesagt, er hat leider im Jahr 2015 das Haus, sein Elternhaus geerbt und dadurch, dass er aber das Haus für ihn zu groß war, sein Bruder schon ein Haus besaß, haben sie es dann 2016 verkauft und so ist leider das Elternhaus weg gewesen. Das Gute ist, er hat sich dann mit Studio aufgemacht, ein Haus nachzubauen, und wir haben da sogar Fotos bekommen. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Mit Studio wurde dann das Elternhaus geplant, das leider verkauft werden musste, und ich komme jetzt dann gleich drauf. Ich sage euch, es kommt noch ein Highlight. Übrigens, die Sonne kommt und geht. Ich hoffe, jetzt könnt ihr uns sehen. Mich blendet es gerade ein wenig, aber Rita macht das ganz gut in ihrer Erzählerposition. Danke. Das war dann das Haus, wie es dann schlussendlich ausgesehen hat, und das finde ich sehr toll. Und es freut uns auch, dass wir andere inspirieren, Elternhäuser oder auch vielleicht andere Häuser nachzubauen, denn das ist schon wirklich eine tolle Sache. Und der Herr schreibt eben auch, dass er das jetzt in der Vitrine hat, was uns sehr freut, und es ist doch ein sehr nettes Erinnerungsstück. Genau, also auch wenn das Haus jetzt leider verkauft werden musste, es existiert jetzt nach wie vor als Lego-Modell in Achims Vitrine, und das freut uns einfach total, dass der liebe Achim das so nachgebaut hat. Es sind sehr schöne Bilder, und dass wir ihn inspirieren konnten, finden wir total cool. Übrigens auch toll, die Kaffeetasse, die hier auf der Seite zu sehen ist, verstehen wir vollkommen. Also Prost in dem Sinne. Rita trinkt heute Eiskaffee, weil ihr schon warm ist. Mir ist schon warm, außerdem ist unsere Kaffeemaschine noch immer nicht top beieinander. Seltsam, ja. Christoph ist da nicht so hakelig, ich schon. Deswegen Löskaffee. Genau, aber, und da steht jetzt auch hier, jetzt muss ich endlich mal zur Sache kommen. Das ist ja nur die einleitende Vorgeschichte gewesen. Mit Interesse und viel Freude schaue ich mir eure Videos an, wie sich die Stadt entwickelt. Danke sehr. Buntes Treiben, viele Geschichten, die sich abspielen, und dann kam die Erweiterung des Zoos. Und ihr habt auch an einen Streichelzoo gedacht, wie schön. Aber was gehört in jeden Streichelzoo? Ziegen. Ich glaube mich zu erinnern, dass ihr irgendwann in dem Zusammenhang auch einmal über Ziegen gesprochen habe, die aber, weil sie bei Lego nur in einem einzigen Set vorkamen, sehr teuer sind. Oh ja, die sind sehr teuer.
Aber weil ihr mir mit euren Videos so viel Freude gemacht und mich zum Nachbarn meines Elternhauses inspiriert habt, dachte ich mir, euer Streichelzoo soll unbedingt eine Ziege haben. Eine Ziege? Nein, das geht nicht. Ziegen sind Herdentiere und da dachte ich, die Minimalanforderung an eine Herde sind 2 Tiere. Also wie wir das gelesen haben, ist mein Puls sekündlich um ungefähr 20 angestiegen, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein, aber Rita, les weiter. Christoph wurde auf einmal ganz komisch ruhig und ich bin komplett ausgeflippt und in der Wohnung herumgehüpft. Also leider, das seht ihr jetzt leider nicht, aber ihr könnt es euch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Genau, es sind 2 Tiere. Also habe ich bei einem Bricklink-Händler in den Niederlanden 2 Geiten, niederländisch für Ziegen, bestellt und jetzt reisen sie weiter nach Österreich. Ich hoffe, ihr freut euch darüber und sie finden ein kleines Plätzchen im Zoo von Wild City. Ob wir uns freuen? Ich glaube, das ist dezent untertrieben. Danke. Er wünscht uns noch viel Spaß, auch wenn es manchmal Rückschläge gibt und auch Spaß mit dem kleinen Baumeister. Danke sehr, das freut uns wirklich sehr. Und er wird uns weiterhin verfolgen, natürlich unsere Videos. Das freut uns auch sehr. Vielen, vielen Dank und danke, es ist wirklich kein Problem, weil du auch schreibst, dass es so lang geworden ist. Auch mit den ganzen Bildern. Wir haben uns riesig gefreut über diesen tollen Brief. Also vielen, vielen Dank. Und natürlich auch über das, was hier drinnen ist. Also ihr seht, ich bin noch immer etwas sprachlos, dass das möglich ist. Wir haben wirklich im Zoo-Video, ich glaube beim Streichelzoo war das, gesagt, dass wir gerne Ziegen hätten, aber die leider sehr, sehr teuer geworden sind, da sie ja nur in einem Mittelalter-Set vorkamen. Wir wollten allerdings eigentlich nicht oder haben nicht damit gerechnet, dass das zur Folge hat, dass wir, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt sehen könnt, weil die Sonne irgendwie so seltsam ist, aber ja, heute ist auf jeden Fall ein guter Tag, dass das zur Folge hat, dass wir 2 Ziegen zugeschickt bekommen und ich bin echt noch immer sprachlos. Ich habe auch selbst nachgeschaut, ob wir die nicht irgendwo herbekommen und uns die organisieren können. Aber die sind Hammer. Dass die Hammer. So selten geworden sind, habe ich Rita gesagt. Und ich habe ihr gesagt, dass es leider keine Möglichkeit gibt, momentan für uns die Ziegen in unseren Streichelzoo einzubauen. Ja. Denkste. Und an dieser Stelle wirklich nochmal herzlichen Dank an dich, lieber Achim. Du bist ein wirklich ganz besonderer Mensch. Vielen Dank. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr wir uns gefreut haben. Ja. Also es ist unglaublich, was du oder auch ihr allesamt mit uns für uns macht. Das Projekt ist einfach total cool und bereitet uns sehr, sehr viel Freude. Ihr wisst, manchmal sind wir ein wenig weiter weg vom Lego-Hobby, weil wir ja erstens nicht bei Wild City wohnen und auch beruflich und mit dem Kleinen sehr viel zu tun haben. Da vergehen manchmal schon ein paar Tage, wo wir nicht so viel Zeit haben für unser Hobby, aber sowas, das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Mal sowas brauchen, um wieder Lego zu bauen, aber das hat unser Feuer der Leidenschaft für das Lego-Hobby einfach wieder um so viel erweitert und vergrößert. Und auch natürlich die Geschichte mit YouTube, das ist relativ viel Arbeit für uns und wir machen das mehr oder weniger als Hobby, weil finanziell lohnt es sich wirklich nicht. Aber genau das sind die Dinge, die uns immer wieder zum Weitermachen motivieren und da möchten wir einfach vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Genau, auch in den vielen Kommentaren, die immer wieder eben, in denen ihr immer wieder schreibt, dass ihr durch uns vielleicht wieder ins Hobby gekommen seid oder inspiriert wurde, dass ihr irgendetwas macht oder euch einfach freut, dass ihr uns seht. Das ist auch das, was uns dann freut. Denn manchmal ist es schon schwierig, wenn man natürlich teilweise vielleicht eher ohne Feedback arbeitet, dann ist es natürlich, nicht ganz so leicht, aber mit euren Kommentaren ist das immer super. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, also ich darf vielleicht auch noch erwähnen, also das ist jetzt nur repräsentativ, aber wir haben auch wieder von unserer, das Licht ist vielleicht wirklich nicht ideal, wir sollten vielleicht einen anderen Drehort auswählen, von unserer lieben Zuschauerin Petra aus Wien wieder ein Paket bekommen. Wir haben gesagt, wir wollen nichts mehr. Sie hat dennoch ein fast 2,5 Kilo schweres Paket hier zusammengestellt mit allen möglichen Plates, großen und kleinen, auch sehr seltenen Farben, zum Teil Dark Tan und so weiter. Dann sind hier
Fenster, die können wir euch noch gar nicht zeigen, weil die haben wir selbst noch nicht ausgepackt. Einzeln in Küchenrolle verpackte Fenster und Glasscheiben. So ein Hammer. Bricks, alle möglichen, bunt gemischt, eher so grau und erdige Farben. Fenster und Türrahmen, jede Menge City Equipment. Sie weiß also genau, was wir brauchen, von Mistkübeln bis Treppen und Schatztruhen. Wobei, das könnte auch zu Piraten passen. Andere Bricks und so erhöhte 2x5er Bricks, Arches, auch in Braun, weil wir gesagt haben, wir brauchen die natürlich für die Naturgestaltung, und grüne Platten. Also es kommen immer wieder Pakete, das ist jetzt nur repräsentativ, weil die gerade hier gelegen sind und natürlich, weil auch das mit den Ziegen ganz was Besonderes war, wo wir uns wahnsinnig gefreut haben, aber ja, ihr seid einfach super cool. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Und ihr macht das Hobby Lego ist für uns generell etwas, wo wir uns sehr freuen und wo es nicht viel braucht, damit Rita und ich zufrieden und glücklich sind. Also es sind wirklich sehr schöne Stunden, die da vergehen am Dachboden und auch sonst wo. Da brauchen wir auch kein Handy und keinen Computer und keinen Fernseher. Da geht es uns wirklich gut und die Welt ist in Ordnung. Und mit so Leuten wie euch, die unsere Videos schauen und die sich darüber freuen und die wir waren ja auch vor kurzem mal im Legoland, da haben wir so nette Gespräche mit euch geführt, die uns da angesprochen haben. Grüße gehen raus. Oh ja, da freuen wir uns natürlich auch immer sehr darüber, muss ich sagen. Also es ist wirklich nett, euch dann wirklich auch mal zu treffen, denn so absurd wie es klingt, aber manchmal denke ich auch nicht dran, dass wir ja oft oder in den meisten Fällen ja euch gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie ihr aussieht. Ihr aber wisst, wie wir aussehen, was ja Sinn macht. Aber da freut es uns dann umso mehr, wenn wir dann auch manchmal wen kennenlernen dürfen und das ist dann wirklich immer sehr nette Gespräche und das macht wirklich sehr viel Spaß. Ja, also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an euch alle, egal ob Zuschauer, der still ist und nichts kommentiert, Kommentator. Vollkommen okay. Jemand, der uns viele Nachrichten schreibt, wir sind mit sehr vielen Leuten in Kontakt oder sowas. Ich meine, das ist der absolute Wahnsinn und ihr könnt euch sicher sein, dass diese beiden Getierchen hier einen schönen Platz im Streichelzoo von Wild City bekommen werden und dass auch alle anderen Teile, die wir hier jetzt vor uns liegen haben, einen schönen, schönen Platz hier bekommen werden. So, während des Schlussplädoyers ist jetzt die Kamera auch noch ausgegangen. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind, aber auf jeden Fall nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle von euch. Ganz besonders natürlich aus gegebenem Anlass an dich, lieber Achim, auch an dich, liebe Petra. Und ja, macht weiter so, seid weiterhin so super und so positiv und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die kommenden Videos. Oh ja, wir werden jetzt Teile auspacken und Teile einsortieren und dann weiterbauen und ich freue mich. Ich hoffe, ihr genießt auch die Sonne, dass bei euch ein bisschen Sonne ist. Ich hoffe, ihr habt uns gesehen. Ich weiß nicht, wie Sonne kommt und geht. Es tut mir sehr leid, wenn manchmal die Qualität sehr schlecht war, aber ich dachte mir, man muss endlich zwischendurch mal auch die Sonne genießen. Genau, jetzt verschwindet sie. Jetzt ist sie angefressen. Aber gut. Also genießt auch ihr die Sonne und genießt auch ihr das Lego bauen und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald wieder. Vielleicht im Legoland in Persona oder sonst in einem Video von uns. Genau, aus Wild City oder sonst wo. Ja. Genau. Danke nochmal an alle und macht's gut. Schönen Tag, baut was Schönes. Tschüss. Tschüss.